Nicht übersetzbare Wörter aus der deutschen Sprache für andere Sprachen, nicht wirklich eine Möglichkeit, diese zu übersetzen. Andere Sprachen würden, wenn sie den Sinn in der deutschen Sprache verstanden haben, diese Wörter eher umschreiben. Das soll heute unser Thema sein von diesem Video und dazu herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Abonnenten. Und diese Wörter, die ich euch gleich präsentieren möchte, stammen aus der deutschen Sprache, aus der alltäglichen Nutzung und es ist eher die kulturelle oder emotionale Nutzung, die wir hier jeden Tag in der deutschen Sprache verwenden. Fangen wir mit dem ersten Wort an. Unser erstes Wort, was wahrscheinlich nicht zu übersetzen ist, wenn es jemand übersetzen kann in eine andere Sprache, der schreibe mir das Ganze bitte unten in die Kommentare rein. Das möchte ich gerne lesen. Ja. Und wir schauen, das erste Wort ist 3 Käse hoch. 3 Käse hoch ist ein Wort, welches wir ebenfalls des Öfteren, ja, so möchte ich sagen, des Öfteren in der deutschen Sprache weiterhin im täglichen Sprachgebrauch hier verwenden. Und zwar handelt es sich um ein kleines Kind, was sich durchaus durch Unreife oder Unbeholfenheit auszeichnet. Das ist dann in unserem Fall ein 3 Käse hoch. Und das nächste Wort, welches wir haben, ist das Eigentor. Ein Eigentor kann man sich schießen, aber liebe Zuschauer, liebe Abonnenten, das sollte man besser nicht tun, denn es ist hier tatsächlich im übertragenen Sinne, da wir ja nicht wirklich vor einem Fußballtor stehen und mit unserem Ball in unser eigenes Tor schießen. Nein, es ist im übertragenen Sinne eine Handlung, die sich eigentlich ungewollt gegen einen selber richtet. Ich habe also eine Handlung ausgeführt und wollte diese Handlung natürlich nicht gegen mich ausführen, die dann im Nachhinein unter Umständen sogar noch negativ ist. Das ist dann ein Eigentor. Und das ist auch sehr schwer zu übersetzen in andere Sprachen. Wie gesagt, sehr gerne, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Mich würde es interessieren, ob es andere Sprachen jetzt schon übersetzen können oder einfach nur umschreiben oder ob ihr tatsächlich die deutschen Wörter ebenfalls in eurer Sprache als Lehnwort verwendet. Also das Wort jetzt zum Beispiel schon so oft in der deutschen Sprache oder in eurer Sprache verwendet habt, dass man sagen kann, ihr habt euch schon dran gewöhnt, dass dieses Wort auch in eurer Muttersprache ja genau das ausdrückt, was wir gerade damit ausdrücken wollten. Nämlich mit Eigentor, eine Handlung, die wir nicht wirklich vollziehen wollten, weil sie vielleicht negative Rückschlüsse für uns bringt, aber wir haben es trotzdem ganz prima geschafft, hier ein Eigentor zu erzielen. Das Eigentor. Und dann kommt das nächste Wort, welches auch schwer zu übersetzen wäre. Das ist hier die Erklärungsnot. Sowas gibt es ebenfalls und wir haben es hier. Steht es die Situation, in der man sich sehr schnell erklären muss und gar nicht genau weiß, was man jetzt am besten sagt und vielleicht auch irgendwas falsch gemacht hat und das aber jetzt nicht direkt als Erklärung hier angeben möchte, so kann man dann sagen, derjenige ist jetzt in Erklärungsnot geraten, da er das jetzt gerade hier nicht so erklären kann, wie er es eigentlich und wirklich wahrhaftig ausgeführt hat. Und das ist die Erklärungsnot. Und hier wieder kann man das in andere Sprachen übersetzen. Sehr gerne, ich höre es mir oder lese es mir gerne durch in euren Kommentaren. Das nächste, was wir haben, ist das Wort Fremdschämen. Na, das ist auch ein Wort der deutschen Sprache, welches auch sehr schwer zu übersetzen wäre und andere Sprachen würden das Wort einfach nur umschreiben, aber wir Deutschen verwenden das und ihr seht es hier, dieses Gefühl tritt auf, wenn man sich für das Verhalten oder auch die Peinlichkeit einer anderen Person hier schämt. Also schäme ich mich fremd.
Mir ist es unangenehm, was die andere Person gerade gesagt hat, was sie durchführt, und dafür schäme ich mich, weil ich genau sehe, wie der Spott der anderen Personen auf diese eine Person, die gerade etwas sehr Schlechtes oder sehr Dummes gesagt hat, und dafür schäme ich mich, weil ich ja mit dieser Person unter Umständen sogar da bin, weil es mein Freund ist oder sonstigem, ich habe eine Beziehung zu der Person, und damit schäme ich mich fremd. Fremdschämen ist das Wort. Jawohl, ebenfalls, hier sieht es so aus, genau von einer anderen Person, als wäre man selber betroffen. Wahrhaft, ich kann das mitfühlen, dass andere Personen über die eine Person, die gerade die Handlung so schlecht durchgeführt hat, dummes Zeug geredet hat, hier tatsächlich ganz schief angeguckt wird, und dafür schäme ich mich ebenfalls, weil ich mich in die Person reinversetzen kann. Fremdschämen, auch nicht schlecht. Nächste Wort kommt jetzt, ihr Lieben. Und unser nächstes Wort ist Fingerspitzengefühl. Jawohl, und das muss man manchmal auch haben, wenn man eine prekäre Situation hat, mit der man vorsichtig umgehen muss. So sieht es aus, Fingerspitzengefühl, ganz vorsichtig mit viel Taktgefühl an eine Situation rangehen, die eigentlich so erstmal, ja, ich möchte sagen, nicht angesprochen werden möchte, aber unter Umständen ist es halt so, dass man da mit einer gewissen Sorgfalt, einem Taktgefühl rangehen muss an diese Situation, und das ist hier das Fingerspitzengefühl. Auch sehr schwer zu übersetzen in andere Sprachen, und das ist hier ebenfalls in der deutschen Sprache sehr häufig verwendet, ja. Ein gewisses Fingerspitzengefühl sollte man in geschäftlichen Situationen zum Beispiel haben, um Verträge abzuschließen und vielleicht auch genau zu hören, wie weit man den Preis runterhandeln kann. Das ist sowas wie ein Fingerspitzengefühl. Ich kann gucken, wie weit kann ich gehen oder wie weit kann ich nicht gehen. So sieht es aus. Das Fingerspitzengefühl. Exakt. Und das nächste ist bitte auch völlig konträr, möchte ich bald sagen, Fernweh. Fernweh verwenden wir auch des Öfteren in der deutschen Sprache, und das ist allgemeinhin auch üblich. Das sind hier in dem Fall auch keine Wörter, die wir nicht mehr verwenden, weil die jetzt irgendwie schon 50 Jahre her sind, dass man die das letzte Mal verwendet hat. Nein, das sind tatsächlich Wörter, die wir heute noch verwenden in der deutschen Sprache im Alltag. Und ihr seht es, was hier geschrieben steht, das ist die Sehnsucht, weit weg von zu Hause zu reisen, wahrhaft, so sieht's aus, neue Orte zu entdecken. Man hat also, das möchte ich kurz vorwegnehmen, kein Heimweh, sondern man hat Fernweh. Man stellt sich ein Land vor, in dem man vielleicht schon mal gewesen ist, was man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat, und möchte gerne dorthin reisen. Und das hier ist eben sowas wie Fernweh. Ich möchte unbedingt mal dahin nach Japan und gucken, wie schön es alles da ist. Und man erzählt es sich alles. Und das ist eher das, was ich im Herzen dann spüre, bis ich denn endlich die Flugreise buche und nach Japan fliege. So sieht es aus. Das ist das Fernweh. Auch ein deutsches Wort, welches für die Übersetzung in andere Sprachen wenig Platz lässt, ja. Und das nächste Wort, welches wir haben, und das kennen wir sicherlich alle, das ist, könnt ihr das so sehen, ja? Der innere Schweinehund. Ja, das hört sich jetzt ziemlich grob an, aber es ist einfach der innere Schweinehund, und das ist hier die innere Stimme, die uns von etwas abhält, was wir eigentlich besser tun sollten. Der innere Schweinehund, um zum Beispiel Sport zu treiben. Ja, ich sage immer wieder, ich möchte das gerne machen, und dann sitze ich dann am nächsten Tag wieder mit der Tüte Chips auf dem Sofa, und der innere Schweinehund sagt, und du bleibst jetzt hier sitzen. Das ist der innere Schweinehund, das ist also eine gewisse Stimme, die mir sagt, nee, Sport ist nicht gut für dich, Essen auf dem Sofa ist toll. Das ist der innere Schweinehund, den wir schon mal gerne bekämpfen, besiegen müssen,
und uns dann doch einfach aufraffen und die Sportstunde doch durchführen. Das ist der innere Schweinehund, der uns sozusagen ins Sofa mit der Tüte Chips drückt. Ja, so ist es richtig und es ist ebenfalls in andere Sprachen kaum zu übersetzen. Und das nächste Wort, welches wir haben, ist das Wort Kopfkino. Das sagen wir auch des Öfteren mal, wenn wir eine Erklärung von jemand anderem bekommen, wo wahrscheinlich die Durchführung oder die Handlung erstmal nicht verständlich ist oder uns gar etwas amüsieren, möchte ich bald sagen. Kopfkino, ich stelle mir genau das vor, die Handlung der Personen, die gerade hiermit angesprochen wurden und die Handlung und Kopfkino ist dann einfach nur, dass ich sage, ich stelle mir das vor, und ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, oder ich will mir das nicht vorstellen, ist wohl richtiger. Lebhafte Bilder im Kopf zu haben von der jeweiligen Handlung, die die Person zum Beispiel gerade durchführt, wo ich sage, eigentlich kann die Person das gar nicht und das ist Kopfkino. Und da gibt es viele Leute, die dann immer gleich sagen, ich habe Kopfkino. Ja, das ist dann sehr schnell damit abgetan, dass diese Reaktion dann darauf hinkommt. Ganz genau so, wie es hier steht, auf bestimmte Situationen oder auch Erlebnisse wahrhaft, die man hier ansprechen kann. Und dann sagen wir, eieiei. Man könnte einfacher sagen, wenn man jetzt kein Kopfkino sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so viel wie Kopfkino, aber ich habe es mir vorher vorgestellt. Das ist der kleine Unterschied, ja. Und das nächste Wort kommt jetzt, ihr Lieben. Jetzt kommt die Schadenfreude. Das ist ebenfalls ein Wort, welches mir auch bekannt ist, das es wohl als Lehnwort in anderen Sprachen ebenfalls sein Dasein hat, möchte ich sagen. Und diese anderen Länder, die dieses Wort ebenfalls schon verwenden, wissen ziemlich genau, was das Wort bedeutet. Und das ist ebenfalls so schwer zu übersetzen, als dass man es besser umschreiben könnte oder einfach in Deutsch verwenden sollte. Auch wenn man eine andere Sprache spricht, ja, das ist des Öfteren so, dass man dann diese Lehnwörter mit verwendet. Und wir haben es hier, es beschreibt das Gefühl, ihr seht es hier, Freude, Glück, Unglück. Jawohl, es ist das Gefühl, kann man tatsächlich sagen, eine gewisse Freude, die in einer anderen Person aufkommt, die jemand anders zum Beispiel sieht, der gerade etwas Schlechtes erlebt hat, aber er es absolut selber schuld ist. Das ist dann eine gewisse Schadenfreude. Man reibt sich dann so die Hände und sagt, hey, das ist aber schlecht gelaufen, aber ich wusste es vorher schon. Das ist dann mit einer gewissen Schadenfreude, sagt man das dann, weil man dieses eigentlich schon vorher vorausgesehen hat, aber der andere ist genau in die Falle reingelaufen und hat gesagt, ich weiß es besser, hat diese Sache durchgeführt und ich kann dann hinterher im Hintergrund nur sagen, ja, hättest es mal besser nicht so gemacht. Ja, jetzt kann ich mich freuen und du hast den Schaden. Schadenfreude. Tatsächlich ist etwas Negatives der anderen Person passiert, aber sie hat es ja selber dazu kommen lassen. Das ist Schadenfreude. Auch sehr schwer zu übersetzen, muss ich tatsächlich sagen. Mir ist es bekannt, dass andere Sprachen das ebenfalls so verwenden. Ja. Und nächste Wort ist bitte, wie ich finde, auch noch sehr schön. Wir haben es alle geliebt in der Jugendzeit. Ihr erinnert euch sicherlich auch, wenn ich hier auch deutschsprachige Leute, Zuschauer habe. Sturmfrei war immer ganz toll. Dann waren die Eltern oder die Vorgesetzten oder der Partner aus dem Haus, aus der Wohnung und man konnte mal so richtig machen, was man selber wollte. Man konnte schön bis 11 Uhr schlafen, man musste nicht abspülen danach, Staubsaugen war ein Fremdwort in der Zeit und man konnte ganz tüchtig am Abend die Musik laut aufdrehen und viel zu viel Bier trinken. Das ist eine Sturmfreiheit, die man hat. Sturmfrei. Wir haben das in meiner Jugend immer als sturmfreie Bude genannt. Tatsächlich ist es so, sturmfreies Haus, sturmfreie Bude, haben wir noch abwertend für Wohnung gesagt. Jawohl, und die Eltern haben hinterher natürlich das Chaos unter Umständen auch mitgekriegt und dann hat es ein bisschen Ärger gegeben oder wir haben es vorher aufgeräumt, das haben wir auch schon mal geschafft. Aber das ist sturmfrei haben. Und das ist hier, wenn du für dich alleine zu Hause bist und kannst machen, was du willst. Keine Aufsicht, keine Kontrolle, keine Schimpferei, räum dein Zimmer auf. Das ist sturmfrei. Eltern sind nicht
da. So, der Begriff stammt aber ursprünglich, ihr seht es hier, aus der Militärsprache. So sieht es tatsächlich aus und es war eine uneinnehmbare Festung, die damals nicht erstürmt wurden konnte oder werden konnte in dem Fall. Tatsächlich ist das in die heutige Zeit dann mit übernommen worden, weil die Festung ist in dem Augenblick dann die Wohnung und wenn die Eltern weg sind, dann hatte man selber die Herrschaft darüber. Und das war sturmfrei in dem Fall. Genau, ich war der Herr der Wohnung oder die Dame der Wohnung und meine Eltern waren dann irgendwie im Urlaub, mal schön eine Woche und die Wohnung sah dementsprechend aus, aber ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich habe getan und gelassen, was ich wollte. Das ist sturmfrei. Ja, und weiter geht es. Noch ein Wort, welches, ja, meistens die Damen, ja natürlich, manchmal auch die Herren, Torschlusspanik erleben wir, sage ich mal so, ja. Also, die Damen erleben meistens Torschlusspanik und sie haben dann, und so kann ich es euch aus dem ganz einfachen Leben sagen, natürlich hier die Angst, dass sie keinen Mann mehr abkriegen würden, ja, oder dass man nicht mehr attraktiv ist für die anderen Menschen, die anderen Leute, die Freunde nicht mehr da sind und alles einfach nur ist, weil man schon langsam alt und grau und dick wird und ja, das ist Torschlusspanik. So sieht es aus und das erzähle ich euch genauso locker und einfach, wie ich es selber schon erlebt habe, ja? Torschlusspanik ist die wirklich tatsächlich wichtige Chance im Leben, die man dadurch verpasst, dass man vielleicht wirklich schon etwas älter ist und man sieht ganz genau zum Beispiel, und ich sage es auch mal ganz ehrlich, so wie es ist, wenn man dann seine 40 Jahre hier gelebt hat, dass man zum Beispiel keine Kinder mehr bekommen kann, dann ist das sowas wie eine Torschlusspanik. Schnell noch vorher ein Kind bekommen und danach kann man dann 40 werden und das ist dann nach 40 eine Torschlusspanik. Ja, das ist dann Torschlusspanik, ist ein sehr schlechtes Gefühl. Hier unten steht es auch, genau, besonders wenn man älter wird, jawohl. Und man hat das Gefühl, dass die Zeit knapp wird. Ja, wie gesagt, mit dem Kinderkriegen bis 40 und danach, also da kurz davor, so 35 bis 40, hat man meistens Torschlusspanik. So sieht es aus, ihr Lieben. Und das nächste ist bitte, welches Wort wir auch nicht übersetzen können, Kummerspeck. Ihr Lieben, ich wollte euch das gar nicht zeigen. Kummerspeck ist etwas, was wir so bezeichnen, wenn wir uns zum Beispiel wiederum mit der Tüte Chips auf das Sofa setzen und die ganze Zeit da vor uns hinsitzen, in den Fernseher starren und uns eigentlich den ganzen Tag selber bemitleiden. Dadurch wird man natürlich etwas dicker, möchte ich sagen. Es setzt etwas Speck an, das ist richtig. Man bekommt also deutlich mehr Gewicht und man grämt sich ganz doll über alle möglichen Dinge des Lebens, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Und dieser Kummerspeck, der wächst immer weiter, weil man das dann des Öfteren oder den ganzen Tag unter Umständen macht, dass man sich selber bemitleidet, indem man sich dann mit Süßigkeiten oder Chips vollstopft. Jawohl, Kummerspeck ist das. So sieht es aus. Recht emotional ist das natürlich auch. Jawohl, so sieht es aus. Und das ist dann manchmal auch bei manchen Personen durchaus der Kummerspeck, den diese Personen sich, und so möchte ich es auch in die Kamera sagen, angefressen haben, als Reaktion auf Stress oder gar Trauer. Selbst das gibt es auch, dass man aus Trauer, wenn man etwas verloren hat, einen lieben Menschen verloren hat, Liebeskummer hat und was auch immer, dann setzt man sich da mit der Tüte Chips wieder hin und isst die Süßigkeiten und was nicht alles, so dass man davon dann immer dicker wird und selber nicht mehr versteht, warum man da überhaupt sitzt. Tatsächlich ist es so und das Ganze soll einem dann für das Gehirn einfach eine kleine Beruhigung geben. Aber das Gehirn will immer mehr davon, weil es schön einfach ist dann. So sieht es aus. Kummerspeck. Der Kummerspeck. Und das soll es für uns heute hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen, hier diese, wie ich finde, durchaus lustigen Wörter der deutschen Sprache, die man nicht oder nur schwer in andere Sprachen übersetzen kann. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, in meiner Sprache gibt es das Wort aber auch und das heißt dann so und so. Schreibt es mir gerne in eurer Sprache rein. Ich kann den Übersetzer ebenfalls bedienen und von daher fände ich es ganz
ganz schön, wenn ihr euch das Video angeschaut habt und mir auch im Kommentar reinschreiben könnt, ja, wir umschreiben das Ganze. Bei uns geht das nicht zu übersetzen. Das wäre für mich durchaus interessant, wahrhaft. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal natürlich auch. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich danke euch für das Zuschauen und wünsche euch alles Liebe. Macht's gut. Tschüss.